Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe an Reisen gedacht. Warst du schon einmal in Buenos Aires? Ja, ich war in Buenos Aires. Ich war letztes Jahr dort. Es war eine wunderbare Reise. Das klingt spannend. Ich war noch nie in Buenos Aires. Kannst du mir von deiner Reise erzählen? Natürlich. Buenos Aires ist die Hauptstadt von Argentinien. Es ist eine schöne Stadt mit viel Geschichte und Kultur. Was hast du in Buenos Aires gesehen? Ich habe viele Dinge gesehen. Ich habe die Plaza de Mayo besucht, die der Hauptplatz der Stadt ist. Dort gibt es viele wichtige Gebäude wie die Casa Rosada, den Präsidentenpalast. Ich habe Bilder von der Casa Rosada gesehen. Sie ist pink, oder? Ja, sie ist pink und sehr schön. Ich bin auch die Avenida de Mayo entlang gegangen, eine berühmte Straße mit vielen alten Gebäuden. Das klingt interessant. Hast du Museen besucht? Ja, das habe ich. Ich bin ins Museo Nacional de Bellas Artes gegangen. Dort gibt es viele erstaunliche Kunstwerke. Ich habe auch das Museo Histórico Nacional besucht, um mehr über die Geschichte Argentiniens zu erfahren. Ich liebe Museen. Ich würde gerne diese Museen besuchen, wenn ich nach Buenos Aires komme. Du solltest sie auf jeden Fall besuchen. Die Museen sind sehr interessant und oft kostenlos. Und wie steht es mit dem Essen? Hast du lokale Gerichte probiert? Ja, ich habe viele lokale Gerichte probiert. Ich habe viele Empanadas gegessen, das sind kleine Teigtaschen, die mit Fleisch, Käse oder Gemüse gefüllt sind. Ich habe auch Asado probiert, das ist argentinisches Grillfleisch. Das Fleisch ist sehr lecker. Ich liebe Fleisch. Asado klingt köstlich. Hast du auch Desserts probiert? Ja, das habe ich. Ich habe Dulce de Leche probiert, eine süße, karamellartige Creme. Ich hatte auch Alfajores, das sind Kekse, die mit Dulce de Leche gefüllt und mit Schokolade überzogen sind. Diese Desserts klingen toll. Ich möchte sie probieren, wenn ich dort bin. Du wirst das Essen in Buenos Aires lieben. Die Stadt hat viele Restaurants und Cafés. Was hast du sonst noch in Buenos Aires gemacht? Ich bin durch das Viertel San Telmo spaziert. Es ist ein sehr charmantes Gebiet mit Kopfsteinpflasterstraßen und alten Gebäuden. Dort gibt es viele Kunstgalerien und kleine Geschäfte. Ich habe von San Telmo gehört. Ist es ein guter Ort, um Souvenirs zu kaufen? Ja, das ist es. Ich habe dort ein paar handgemachte Dinge und eine schöne Lederbörse gekauft. Ich habe auch den Mercado de San Telmo besucht, einen großen Markt mit frischen Lebensmitteln und lokalen Produkten. Das klingt nach einem tollen Ort zum Erkunden. Hast du Pax besucht? Ja, ich bin in den Parque Tres de Febrero gegangen. Es ist ein großer Park mit schönen Gärten, einem See und vielen Spazierwegen. Es ist ein großartiger Ort, um zu entspannen. Ich liebe Parks. Ich würde gerne in diesem Park spazieren gehen und vielleicht ein Picknick machen. Ein Picknick im Park ist eine großartige Idee. Ich habe auch den Friedhof von Recoleta besucht, der für seine aufwendigen Gräber und Mausoleen bekannt ist. Es ist sehr ruhig und interessant. Ein Friedhof? Das klingt ungewöhnlich.
aber ich habe gehört, dass er sehr schön ist. Ja, es ist anders, aber viele Menschen besuchen den Friedhof von Recoleta, um die Kunst und Architektur zu sehen. Es ist einer der beliebtesten Touristenorte in Buenos Aires. Ich möchte das auch sehen. Hast du an kulturellen Veranstaltungen teilgenommen? Ja, das habe ich. Ich war bei einer Tango-Show. Tango ist ein traditioneller Tanz in Argentinien. Die Aufführung war sehr leidenschaftlich und aufregend. Ich liebe Tanz. Eine Tango-Show klingt fantastisch. Hast du ein paar Tango-Schritte gelernt? Ich habe vor der Show ein paar einfache Schritte in einem kurzen Kurs gelernt. Es hat Spaß gemacht, auch wenn ich kein guter Tänzer bin. Das klingt nach einer großartigen Erfahrung. Ich möchte Tango tanzen, wenn ich Buenos Aires besuche. Du solltest es auf jeden Fall versuchen. Es gibt viele Orte, die Tango-Kurse für Anfänger anbieten. Wie bist du in der Stadt herumgekommen? Ich habe die U-Bahn und Busse benutzt. Das öffentliche Verkehrssystem ist sehr gut und günstig. Ich bin auch viel zu Fuß gegangen, da viele Sehenswürdigkeiten nah beieinander liegen. Das ist gut zu wissen. Ich gehe gerne zu Fuß und erkunde eine Stadt. Hattest du Probleme mit der Sprache? Nicht wirklich. Die meisten Menschen in den Touristenbereichen sprechen ein wenig Englisch. Ich habe auch ein paar einfache spanische Worte verwendet, und die Einheimischen waren sehr freundlich und hilfsbereit. Das ist beruhigend. Ich spreche ein wenig Spanisch, also hoffe ich, dass ich mich leicht verständigen kann. Du wirst dich gut schlagen. Ein Lächeln und ein paar Worte auf Spanisch kommen gut an. Ich lerne Spanisch, also möchte ich es üben, wenn ich reise. Das ist eine großartige Idee. Buenos Aires ist ein guter Ort, um Spanisch zu üben und mehr über die Kultur zu lernen. Was war dein Lieblingsteil der Reise? Es ist schwer zu wählen, aber ich denke, mein Lieblingsteil war das Spazierengehen im Viertel La Boca. Die Straßen sind sehr bunt und es gibt viele Künstler und Musiker. Ich habe Bilder von La Boca gesehen. Die Gebäude sind in leuchtenden Farben gestrichen. Ja, es ist wie eine Freiluftkunstgalerie. Ich habe auch den Caminito besucht, eine berühmte Straße in La Boca, wo viele Tango-Tänzer auftreten. Das klingt sehr lebhaft und spaßig. Ich möchte dort viele Fotos machen. Du wirst viele Möglichkeiten haben, in Buenos Aires schöne Fotos zu machen. Die Stadt ist voller Kunst und Kultur. Hast du während deiner Reise interessante Menschen getroffen? Ja, ich habe einen lokalen Künstler in La Boca getroffen. Er malte kleine Aquarelle und sprach sehr freundlich mit mir. Ich habe auch einige Touristen aus anderen Ländern getroffen. Das ist schön. Ich treffe gerne neue Menschen, wenn ich reise. Reisen ist eine großartige Möglichkeit, neue Freunde zu finden und mehr über verschiedene Kulturen zu lernen. Ich hoffe, ähnliche Erfahrungen zu machen, wenn ich Buenos Aires besuche. Ich bin mir sicher, dass du das tun wirst. Buenos Aires ist eine freundliche Stadt mit vielen einladenden Menschen. Wie lange hast du in Buenos Aires geblieben? Ich habe eine Woche dort verbracht. Es war genug Zeit, um viele Sehenswürdigkeiten zu sehen und das lokale Leben zu genießen. Eine Woche klingt gut. Ich plane, eine Woche oder vielleicht 10 Tage zu bleiben, wenn ich kann. 10 Tage wären großartig. Du kannst mehr Orte besuchen und sogar einen Tagesausflug in nahegelegene Gebiete machen. Welche Tagesausflüge hast du gemacht? Ich habe einen Tagesausflug nach Tigre gemacht, einer kleinen Stadt in der Nähe von Buenos Aires. Ich bin mit dem Zug gefahren und habe viele Kanäle und wunderschöne Häuser gesehen. Das klingt entspannend.
Ich möchte Tigre besuchen und vielleicht eine Bootsfahrt machen. Ja, eine Bootsfahrt in Tigre ist sehr friedlich. Du kannst auch das Delta besuchen und die Natur sehen. Ich mag die Natur, also werde ich auf jeden Fall einen Tagesausflug nach Tigre planen. Du wirst es sehr genießen. Buenos Aires hat eine Mischung aus Stadtleben und Natur. Hast du Einkaufsgebiete besucht? Ja, ich war in der Einkaufsstraße Cole, Florida. Dort gibt es viele Geschäfte und ich habe ein paar Souvenirs gekauft. Ich liebe es, nach lokalen Dingen zu shoppen. Was hast du gekauft? Ich habe eine Lederbörse, ein kleines Gemälde und ein paar Postkarten gekauft. Das sind gute Erinnerungen an meine Reise. Das sind schöne Souvenirs. Ich möchte auf lokalen Märkten einkaufen und vielleicht einige handgemachte Kunstwerke kaufen. Die Märkte in San Telmo sind sehr gut für handgemachte Dinge und Kunst. Ich werde San Telmo auf jeden Fall besuchen. Es klingt nach einem großartigen Ort, um einzigartige Geschenke zu finden. Es ist eines meiner Lieblingsviertel in Buenos Aires. Hast du während deiner Reise viele Fotos gemacht? Ja, ich habe hunderte von Fotos gemacht. Die Architektur, die Parks und die Straßenkunst sind sehr fotogen. Ich liebe Fotografie. Ich werde meine Kamera mitbringen und viele Bilder machen. Du wirst viele Chancen haben, schöne Fotos zu machen. Buenos Aires ist sehr bunt und lebhaft. Ich bin sehr aufgeregt über meine zukünftige Reise. Ich möchte alles sehen, was du beschrieben hast. Ich bin mir sicher, dass du Buenos Aires lieben wirst. Es ist eine Stadt voller Leben, Kunst und freundlicher Menschen. Danke, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast, Tom. Ich fühle mich jetzt motivierter, Buenos Aires zu besuchen. Gern geschehen, Alice. Wenn du noch Fragen zur Reise hast, frag einfach. Das werde ich. Ich plane nächstes Jahr nach Buenos Aires zu reisen. Ich werde deine Tipps nutzen, um meine Reiseroute zu planen. Das ist großartig. Ich hoffe, du hast eine wunderbare Zeit. Buenos Aires ist eine Stadt, die du nie vergessen wirst. Ich freue mich darauf. Ich möchte die Kultur, das Essen und die Musik erleben. Du wirst all das und mehr erleben. Buenos Aires ist eine Stadt voller Überraschungen. Ich werde bald mit der Planung meiner Reise beginnen. Vielleicht lerne ich vorher noch mehr Spanisch. Das ist eine gute Idee. Jede kleine Sprachkenntnis hilft und die Einheimischen werden deine Mühe zu schätzen wissen. Ja, ich möchte einfache Sätze üben. Nochmals vielen Dank, Tom. Ich freue mich sehr, von deiner Reise nach Buenos Aires zu hören. Gern geschehen, Alice. Ich teile meine Erfahrungen gerne. Ich wünsche dir das Beste für deine zukünftige Reise. Danke, Tom. Ich hoffe, wir können nach meinem Besuch in Buenos Aires wieder sprechen. Ich würde gerne meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen. Darauf freue ich mich. Hab einen schönen Tag, Alice. Du auch, Tom. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Alice. Tolle Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.